Hallo liebe Aquarellfreunde, heute geht es mal wieder um die Tonwerte. Ich möchte euch anhand eines kleinen Landschaftsaquarells zeigen, wie wichtig es ist, sich die Tonwerte im Bild klar zu machen, bevor man mit dem eigentlichen Malen beginnt. Die Intensität einer Farbe, also ihre quantitative Beschaffenheit, bezeichnet man als Tonwert. Jede Farbe, auch zum Beispiel ein strahlendes Gelb, ist in mehreren Tonwertstufen darstellbar. Hier seht ihr eine Tonwertkarte, die ich in meinen Workshops oft benutze. Ich habe hier einen Grauton, in diesem Fall ist es Neutraltinte, in verschiedener Intensität angemischt. Stufe 1 ist das reine Papierweiß. Hier gibt es überhaupt keinen Farbauftrag. Stufe 2 entsteht mit viel Wasser und sehr wenig Pigment. Und je höher die Tonwertzahl, desto geringer wird der Wasseranteil in der Farbmischung. Die Konsistenz der Farbe wird dicker und die Farbe selbst erscheint dunkler. Um ein wirklich leuchtendes Aquarell zu malen, sollten möglichst viele Tonwertstufen im Bild vorhanden sein. Hier haben wir ein schlichtes kleines Bootsmotiv und wir sehen hier zum Beispiel die Tonwertstufe 2 auf dem Wasser. Auf dem Bootsrumpf haben wir die 3 oder die 4, unten im Wasser die 4 und die Details. Die Dunkelheiten unter dem Boot sind in einer sehr hohen Tonwertstufe 6 oder 7 gemalt. Dies ist ein Aquarellbild aus meinem diesjährigen Kalender. Ich habe es im Sommer während meines jährlich stattfindenden Schweden-Workshops gemalt. Die Probleme mit den sehr unruhigen Tonwerten in diesem Motiv kann man gut an diesem Foto erkennen. Um ein stimmiges Aquarell aus dieser wunderschönen Waldwegszenerie zu machen, bedarf es also einiger Vorüberlegungen. Ich brauche einen Plan, wie ich meine Helligkeiten und Dunkelheiten und die Tonwerte dazwischen so auf dem Bild verteile, dass das Auge des Betrachters schön durch das Blatt geführt wird und sich das Gefühl eines sonnenbeschienenen Weges im Wald auch einstellt. Mit dieser Tonwertskizze, die ich hier mit Filzstiften in verschiedenen Graustufen angelegt habe, sortiere ich mein Motiv in die verschiedenen Grauwerte, um es dann später im Bild genau so umzusetzen. Ich beginne mit den mittleren Tonwerten und spare die ganz hellen Stellen im Bild aus. Alles, was später dunkler wird als Tonwertstufe 3, habe ich in meinem Kopf und spare es für den zweiten Farbauftrag auf. Zunächst verteile ich also die mittleren Tonwerte über das gesamte Blatt. In die noch nasse Fläche setze ich jetzt schon einige dunkle Pinselstriche, um die Bäume vorzubereiten, und auch die Steinmauer rechts unten bekommt schon einige dunkle Akzente. Man sieht hier sehr schön, wie hell die Farbe auftrocknet. Nach dem Trocknen geht es weiter mit dem zweiten Farbauftrag. Nun werden die Tonwerte 3 bis 7 ins Bild gemalt. Die Farbe ist nun dickflüssiger. Trotzdem steuere ich mit dem Wasser immer noch die Feinabstimmung der Werte. Mehr Wasser bedeutet hellere Farbe, weniger Wasser, die Farbe wird dunkler. Hier bereite ich den Zaun auf der linken Seite durch Untermalung durch den Baumstamm schon vor. Dieser Baum hier hinten soll etwas leichter, da er weiter im Hintergrund steht, etwas leichter gemalt werden. Deshalb sieht man sehr gut, wie mehr Wasser in den Baumstamm hineinkommt, sodass die Farbe etwas heller wird. Das Laub hier oben spritze ich auf, das gibt einen schönen zufälligen Verlauf.
Ich achte darauf, dass es dunkel genug ist, weil hier mein Tonwert relativ dunkel sein soll. Die rechte Seite des Zauns soll sich dunkel gegen den hellen Hintergrund abheben und die linke Seite soll heller als der Baum dahinter sein. Bei diesen detaillierten Arbeitsschritten hier bemühe ich mich trotzdem darum, die Frische und Lockerheit im Pinselstrich nicht zu verlieren. Den Pinsel nicht zu sehr vorne anfassen, eher weit hinten am Pinselstiel und locker aus dem Handgelenk heraus arbeiten. Hier setze ich einen dunklen Rahmen um mein zentrales Motiv, den Zaun. Durch die dunkle Farbe im Vordergrund wird auch eine Verbindung zwischen der rechten und linken Bildseite geschaffen. Ein wenig Luftperspektive schaffe ich durch hellere Werte im Hintergrund und kräftige Bereiche im Mittel- und Vordergrund. Bevor ich an die Details gehe, muss das Bild jetzt wieder vollständig trocknen. Nun male ich noch die sehr kräftigen Dunkelheiten, Tonwertstufe 6 bis 7. Indem ich die Farbe hier noch etwas dunkler auftrage, arbeite ich den Zaun noch mehr heraus und das Spiel von negativ und positiven Formen wird noch deutlicher. Hier hole ich noch einige Zaunlatten zurück und modelliere ein paar Steine etwas genauer. Dafür feuchte ich das Papier mit dem Pinsel an und hebe mit einem trockenen Tuch die Farbe ab. Hier kann ich zum Beispiel den Zaun noch um einen Pfahl erweitern, indem ich die Farbe heraushole. Nun noch einige Highlights mit Titanweiß und meine kleine Tonwertskizze
in Vorbereitung auf mein großes Aquarell ist fertig. Wenn euch dieses Video gefallen hat, freue ich mich über einen Kommentar oder ein Like. Ihr könnt meinen Kanal auch sehr gerne abonnieren. Es gibt von Zeit zu Zeit ein neues Video. Wenn ihr auf die Glocke drückt, dann werdet ihr benachrichtigt, wenn ein neues Video hochgeladen wird. Nun wünsche ich viel Spaß beim Ausprobieren. Bis zum nächsten Mal.